herzlich willkommen zum ersten Teil meiner Motorradreise nach Norwegen zum Nordkap. Um das Nordkap zu erreichen, gilt es erstmal nach Skandinavien zu kommen. Da ich nur 3 Wochen Zeit habe, nutze ich für die Anfahrt und am Ende natürlich auch für die Rückfahrt die Autobahn. Ja, klingt langweilig, aber ich habe die Anfahrt in ca. 300 Kilometer Stücke geteilt, an denen ich dann immer getankt und eine kleine Pause gemacht habe. Das ging echt gut, zumal die Landschaft nicht so langweilig ist und es immer wieder schöne Dinge zu sehen gibt. Und sonntags loszufahren ist eine feine Sache, weil keine bzw. fast keine LKWs fahren und es auch keine Staus gab. Keine? Naja, beim Elbtunnel in Hamburg gibt es natürlich irgendwie immer Stau, zumal eine Röhre gesperrt war. Wettermäßig habe ich Glück. Hier kurz nach Hamburg hat es geregnet, aber jetzt ist es abgesehen von der Straße trocken. Allerdings ziehen bei Flensburg krass schwarze Wolken auf. Tanke dort noch schnell auf und kaufe fürs Abendessen ein. Dann geht es fix über die Grenze nach Dänemark. Hab mir ein Airbnb in Appenrade gebucht. Es reicht mir gerade noch, alles in die Wohnung zu schaffen, dann fängt es an zu regnen. Guten Morgen, die Sonne scheint und es geht geradewegs weiter auf der Autobahn zur Fähre in Hirtshals. Von Appenrade nach Hirtshals sind es nur 330 Kilometer. Es ist sonnig und ich komme frühzeitig am Hafen an. Mit Fjordline geht es dann nach Kristiansand. Ach ja, meine grobe Reiseroute. Ich habe mich dafür entschieden, sie im Uhrzeigersinn zu fahren, sprich in Norwegen vom Südkap hoch ans Nordkap und dann via Finnland und Schweden wieder zurück. Warum? Zum Nordkap sind es ja schon ein paar Kilometer. Dabei hat Norwegen die spektakulärere Landschaft. Hierfür habe ich 2 Wochen geplant und ich wollte sie genießen, solange ich noch frisch und ausgeruht bin. Die Rückfahrt über Finnland und Schweden dann nur in einer Woche, in der ich dann einfach an der Hauptstraße entlang cruisen kann. Die Fähre von Göteborg nach Kiel ist dann noch einmal wie ein Ruhetag bzw. Ruhenacht. Laut einer GPX-Geschwindigkeitsmessung rast die Fähre mit 67 Stundenkilometer übers Wasser. Krass. Norwegen begrüßt mich mit Sonnenschein, zumindest kurz. Erstmal durch den Zoll und raus aus dem Hafen. Auf der E39 fahre ich bis Vigeland, dann über die 460 zum Lindesnes-Leuchtturm, dem Südkap. Warum ich mein Navi einen kleinen Abstecher Überholung fahren ließ, fragt mich nicht. Keine 5 Minuten nach Kristiansand fängt es an zu regnen. Na super, der Lindesnes Campingplatz in Lillehammer ist voll. Also erstmal weiter ans Südkap.
Die Kilometerangaben auf dem Schild sind übrigens nur Luftlinie. Da es immer noch regnet, buche ich mir ein Airbnb in Wanze bei Farsund. Es ist schon nach 19 Uhr und ich werde langsam müde. Wunderbar, ich gönne mir noch ein Bierchen und mache mir was zum Essen. Ich hoffe, der Regen hört in der Nacht auf. Der Regen hat natürlich nicht aufgehört, aber was soll's, weiter geht's. Will nach Stavanger, aber über den Lysewegen. Also nach Farsund und Feda und über kleinere Sträßchen Richtung Norden. Gegen 10 Uhr hört endlich der Regen auf. Yeah! Kurz nach Chaukom sehe und höre ich zum ersten Mal die Kraft des Wassers. Es ist nur ein Bach, der in den Sirdalsvatnet fließt. Aber es ist schon beeindruckend. Hi. Ab Tonstad geht es den Sirdalsveien hoch. Komme am Dorfgefossen vorbei. Der Fluss hat sich ganz schön tief ins Gestein gefressen. Leider sieht man das auf den Bildern nicht. Unterhalte mich noch mit einem polnischen Africa Twin-Fahrer, der mit der jüngeren Schwester von Alia, einer AT 1100, unterwegs ist. Great motorcycle. Oh. Hello. Der Lysewegen, sein höchster Punkt liegt 950 Meter über dem Meeresspiegel am See Andersvatn, war ursprünglich mal nur eine Baustraße für das Kraftwerk Jodan und wurde erst 1984 offiziell eröffnet. Davor war Lysebotn nur per Wasserweg erreichbar. Apropos Wasserweg, die Autofähre fährt nur an wenigen Tagen in der Woche. Heute natürlich nicht. Ich muss nachher also ein ganzes Stück zurückfahren, zumal die Fähre wohl schon wochenlang vorher ausgebucht ist. Wer diese kleine Fähre nehmen will, sollte unbedingt vorbuchen. Was für eine krasse Landschaft. Teilweise erinnert sie mich an Schottland.
Am Ende geht es 27 Haarnadelkurven und einem 1,14 Kilometer langen Kehrtunnel nach unten. Spektakulär. Die schönen Drohnenbilder dieser Kurven samt Blick auf den Fjord hinaus hat Ole gemacht. Vielen herzlichen Dank und liebe Grüße nach Norwegen. Ole habe ich erst am nächsten Tag kennengelernt, dazu aber später mehr. Hier gibt es auch geile Wanderungen. Ich muss unbedingt mal wieder kommen. Zurück bis Tjørholm, dann fängt es an zu regnen. Schade, denn es ist ein echt schöner Weg ins Tal, sprich runter bis Algard und auf die E39 bis Sandnes kurz vor Stavanger. Unten auf der E39 ist es verkehrsreich, auf der Gegenspur ist Stau, Feierabendverkehr. Ich gönn mir noch eine Pizza, dann ist Feierabend. Nachts hat es geregnet und es ist noch etwas bewölkt, aber immerhin kein Regen. Ich möchte mir die Schwerter am Berg, Svjatefjell, anschauen. Das ist der Grund, warum ich unbedingt Stavanger besuchen wollte. Das 1983 eingeweihte Denkmal erinnert an die Schlacht am Narsfjord im Jahre 872, bei der Harald Schönhaar als Sieger hervorging und erster König Norwegens wurde. Die drei Schwerter mit ihren drei Kronen symbolisieren zum einen die drei Hauptregionen Norwegens, den Norden, den Südosten und den Südwesten, zum anderen aber auch ein Symbol für den Frieden. Bei den Wikingern war es wohl Brauch, in Friedenszeiten die Schwerter in den Boden zu stecken. Mein Weg führt durch den Ryfylke-Tunnel, der mit seinen 14,4 Kilometern weltweit längste und 292 Meter unter Null auch tiefste Unterwasserstraßentunnel ist. So beeindruckend das alles klingt, aber es ist halt eine dunkle Röhre. Eine Fähre wäre mir lieber.
Vor dem Swotunneln steht alles. Nichts geht mehr. Gesperrt wegen eines Unfalls. Da es gerüchteweise wohl noch Stunden dauern wird, fahre ich zurück nach Tau und trinke gemütlich einen Kaffee in einer Bäckerei. Einen Umweg zu fahren lohnt trotz der mehrstündigen Sperrung nicht. Als ich zurückkomme, ist immer noch gesperrt. Ich unterhalte mich gut mit anderen Motorradfahrern, unter anderem Ole, dessen schöne Bilder ich vom Lüse wegen nutzen durfte. Kurz nach 12 Uhr wird der Tunnel geöffnet. Ach ja, der Motorradfahrer vor mir ist Ole. Die Fähre von Hilmiland nach Näsvik steht auch schon bereit. Was für eine Landschaft. Berge, Bäche, Wasserfälle, riesige Fjorde, ja und auch Tunnel. Unglaublich schön, auch das Wetter spielt mit. Nach Hera auf der E134 sehe ich zum ersten Mal ein norwegisches Skigebiet, Rolldal. Vorbei am Espelandsfossen nimmt der Verkehr zu. Was ist denn hier auf einmal los? So viele Leute. Boah, okay. Der 165 Meter hohe Lattefossen, ein Zwillingswasserfall. Das sieht schon überwältigend aus. Und diese Kraft des Wassers, hammerhart. Weiter geht's am Fluss Gröndalslona entlang, der bei Odda in den Hardangerfjord mündet. Wow, Äpfelbäume überall, das hätte ich nicht erwartet. In Utne geht es mit der Fähre nach Kvandal.
Bei Dringereit stoße ich auf die E16, die mich vollends nach Preistein oberhalb von Bergen bringt. Es ist schon fast 7:30. Koche noch etwas, dann ist Schluss für heute. Heute ist mein erster Ruhetag. Das heißt Wäsche waschen, ausruhen, einkaufen, genießen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch allzeit eine gute Fahrt. Euer Jürgen.